Hallo meine Lieben, heute verbinden wir das Kartenbasteln mit dem Plotten und wie wir das genau machen, das seht ihr gleich nach dem Intro. Diejenigen, die gerne Karten basteln, kennen das sicher auch, ne? Dass ihr mit der Big Shot, gucken, ob ich das fokussiert bekomme, dass ihr mit der Big Shot und solchen Debossing-Elementen so ganz kleine Löchlein in die Karten stanzen könnt. Und es gibt auch einen wirklich super schönen Hintergrund. Jetzt können wir damit aber eben nur ein spezifisches Muster machen und auch nur auf eine bestimmte Größe. Also wenn ihr das anguckt, das sind meine Standardkarten und da habe ich eigentlich zu wenig von diesem Muster. Von dem her sieht man hier durchaus einen Rand auf der Seite. Und ich wollte halt einfach ein bisschen flexibler sein und deshalb habe ich mir für den Plotter ein Paper Piercing Kit gekauft. Bisschen groß, aber ich zeige es von oben nach unten. Na, wir haben hier das Paper Piercing Starter Kit für den Brother DX Plotter und damit könnt ihr eben wunderbar solche Muster auf Papier quasi reinstanzen oder diese kleinen Löchlein machen und damit könnt ihr wirklich super schöne Designs machen. Ich werde aber heute nicht so eine Karte machen, weil das seht ihr schon auf dem Bild, ne, das funktioniert wunderbar. Was ich mit euch machen will, ist eine Stickkarte. Aber bevor ich da reingehe, gucken wir uns noch kurz an, was hier drin ist, weil das Paket ist so groß wegen der Matte, die da drin ist. Und das ist auch schon alles, was in diesem großen Karton drin ist. Ihr habt eine Matte und die ist ein bisschen speziell, weil die hat hier eine Schicht drauf, die klebt auch, aber die ist so ein bisschen, also die gibt nach, wenn man da reingeht und genau das braucht es, damit es diese Löchlein stanzen kann. Eben diese Paper Piercing Matte. Dann habt ihr eine Anleitung, Warranty, bisschen Beschreibung und dann habt ihr einen Umschlag und eine Karte, wo ihr auch schon damit üben könnt. Dann natürlich auch dabei der kleine Umschlag, wo innen drin der Code ist, um das freizuschalten. Und dann habt ihr hier eine Hülle und zwei Nadeln. Eine Nadel ist 0,4 mm und die andere ist 0,8 mm. Sind beide vorne geschützt. Das könnt ihr einfach wegnehmen. Und da drinnen seht ihr, dass ihr so eine Nadel drin habt, die eben dann die Löchlein ausstanzt. Ich nehme jetzt gleich die 0,8er und dann könnt ihr hier oben den Deckel abschrauben. Euch guckt das an, dann oben, dass euch die Beschriftung anguckt und so gebt ihr das rein. Dann kommt, Achtung, unten die Nadel raus. Dann könnt ihr hier den Deckel draufschrauben und genau so geht das dann in den Plotter rein. Jetzt, damit wir was haben, wo wir das überhaupt anwenden können, gehen wir zuerst auf den Brother Canvas, um da eben uns die Designs anzugucken. Jetzt als allererstes, ihr seht hier die Auswahl, die ich habe. Das sind zusätzliche Kits, die ich mir schon gekauft habe, aber das Paper Piercing ist hier eben noch nicht drauf. Deshalb gehe ich auf Hilfe, Kontoeinstellungen, Premium-Funktionen und hier kann ich diesen Code eingeben. Wenn ihr das gemacht habt und auf Aktivieren geklickt habt, dann kommt hier dieses Fenster von wegen OK. Da kann ich sagen OK. Und das Ganze auch schon wieder schließen. Jetzt, wenn ihr eben das aktiviert habt, dann habt ihr hier neu ein Symbol, eben dieses Piercing-Symbol und da drinnen habt ihr auch schon Designs, die ihr verwenden könnt. Hat es wirklich super schöne Sachen. Zum Beispiel eben auch das, was auf der Verpackung drauf war. Kurz ein bisschen warten. Hier haben wir es.
Das ist eben das mit den Blumen, wo es innen drin das ausschneidet. Was ihr mit diesen Sachen aus den Vorgaben nicht machen könnt, ist die in der Größe anpassen. Die sind gesperrt. Ich werde aber eben nicht mit den Vorlagen arbeiten, sondern ich mache dann was Eigenes, deshalb lösche ich das wieder. Jetzt gehen wir hier kurz auf die Form, dann füge ich hier, was nehmen wir? Ein Herz. Nehmen wir ein Herz. Dann mache ich hier noch kurz ein Offset. 5 mm nach außen, passt wunderbar. Das sperre ich jetzt kurz, weil ich werde mit dem Inneren arbeiten. Und wenn ich hier jetzt von Schneiden, das könnt ihr hier machen, ihr könnt es aber auch hier machen, ne? Spielt eigentlich keine Rolle. Hier haben wir es Piercen oder ihr macht es hier, sagt hier Piercen. Und dann seht ihr, dass ihr ganz viele so kleine Pünktchen habt. Die sind jetzt 1,2 mm Abstand haben die. Und diesen Abstand könnt ihr eben auch anpassen. Ne? Breiter oder enger, so wie ihr das gerne haben möchtet. Wenn ich jetzt das an den Plotter übergeben würde, dann würde er eben diese kleinen Löchlein machen und dann ringsherum schneiden, weil wir haben das eine auf Piercing gesetzt und das andere auf Schneiden. Jetzt könnt ihr eben nicht nur das mit den Formen machen, sondern ihr könnt auch was schreiben. Ne? Sagen wir hier mal, hey, in Großbuchstaben ein Ausrufezeichen. Ich habe jetzt schon eins, das heißt Antique Oakland. Das ist eine gute Schrift, weil es geht darum, es geht eigentlich einfacher für das, was ich machen will, wenn ich schöne Linien habe. Also wenn es nicht zu verschnörkelt ist, ne? Damit geht es eigentlich am besten. Deshalb lasse ich das gleich so und mache das hier noch ein bisschen größer. Ich merke gerade, dass ich den Leerraum zwischen dem Ausrufezeichen und dem Y gar nicht brauche. Passt wunderbar. Jetzt gebe ich hier kurz noch ein Viereck hinzu oder ein Rechteck hinzu für meine Karte. Die passe ich jetzt natürlich in der Größe an, weil meine Karten immer eine bestimmte Größe haben. Seitenverhältnis beibehalten nehme ich raus. Dann mache ich das von der Breite her 14,3 cm. Das ist die Größe, die ich jeweils. 143 passt besser, ne? So. Das ist die Größe, die ich jeweils verwende. Und von der Höhe sind wir bei 10, also 100 mm. Das ist meine Kartengröße. Ich sperre jetzt kurz, damit ich da mit dem Text arbeiten kann. Kann ich gucken, wie groß ich den haben will. Passt eigentlich für mich. Was ich bei der Form noch kurz mache, ist ein Versatz. Und zwar machen wir da nach innen einen Versatz. Machen wir 0,5, passt. Abschrägen, weil es ein Rechteck ist. So, das ist so das, was ich haben will. Gucken wir uns das Hey noch kurz an, ob das auch wirklich schön mittig ist. Können eigentlich auch alles markieren und dann ausrichten. Einerseits mittig und so mittig. Dann passt das perfekt für mich. So, mit dem äußeren Rahmen will ich nichts machen. Den lasse ich so auf Schneiden. Und mit der Form, also mit dem Offset nach innen, da sage ich jetzt eben, das soll ein Piercen sein. Jetzt gucken wir uns das ein bisschen genauer an, wie das denn aussieht. Ich finde diese 1,2 eigentlich fast ein bisschen zu eng. Ich gehe hier auf mal 3 mm. Das passt eigentlich. 3 reicht wunderbar. Dann sperren wir auch das kurz, gehen zum Text und da sage ich jetzt auch Piercen. Und da müsst ihr jetzt immer so ein bisschen drauf gucken, wie viel Abstand könnt ihr euch erlauben, dass ihr dann trotzdem noch wisst, wo ihr da mit der Nadel dann reingehen müsst. Ich setze es jetzt auch mal auf 3. Und jetzt seht ihr, dass ich das fast nicht lesen kann. Es wird ein bisschen schwierig, also gehe ich enger.
Machen wir eine 2. So. Das gefällt mir schon besser. Genau so werde ich das machen. Und so kann ich das jetzt eigentlich auch schon an den Plotter übergeben. Jetzt kann ich hier ganz einfach die Daten abrufen. Dann habe ich hier schon mein Design. Das werde ich auch genau da stehen lassen. Ihr könnt natürlich das irgendwo platzieren und die Matte scannen und das dann euer Design da drauf ziehen. Das mache ich nicht. Jetzt kann ich sagen, okay, bitte wählen. Jetzt seht ihr, dass ich nur Schneiden oder Zeichnen habe. Ne? Deshalb gehe ich jetzt nochmal zurück. Gehe hier auf die Einstellung. Dann habe ich hier Premium-Funktionen. Und dann muss ich habe da noch ein altes, was ich auch nicht aktiviert habe, merke ich gerade. Folienkit ein und hier eben für euch wichtig, dieses Paper Piercing muss auch ein sein. So, jetzt haben wir das okay. Gehen wir nochmal auf Daten abrufen. Immer noch das Design. Jetzt kann ich eben wählen, ne? Schneiden, zeichnen, Relieffolie und das, was ich will, ist piercen, weil ich werde zuerst piercen und dann schneiden. Dann könnt ihr von der Matte die Folie ablösen und dann das Papier da platzieren, wo ihr das eben braucht. Hier oben in die Ecke. Das klebt schon richtig gut, ne? Dann können wir hier das Ganze öffnen, die Matte einziehen und wichtig hier ist, also würde euch auch eine Fehlermeldung geben, wenn ihr es nicht gemacht habt. Ihr habt auf dieser Seite hier habt ihr einen Hebel, wo ihr die Rollen runterstellen und hochheben könnt. Die müssen oben sein, ne? Also der Hebel muss auf der Position 2 stehen. Können wir das einziehen. Und was ich natürlich auch machen muss hier zuerst ist mein Paper Piercing Tool. Ne? Ich habe die 0,8er Spitze reingemacht. Das hier reingeben, Hebel runter, dann müsste das wunderbar sitzen. Und dann kann ich sagen, Start. Der sagt jetzt, dass er 3 Minuten braucht und so macht er jetzt die ganzen Löchlein. Und wenn er durch ist, könnt ihr sagen, okay, dann wechseln wir rüber zum Messer, machen das rein. Das ist Automatikmesser. Dann gehe ich zurück oder wieder auf Home. Daten abrufen, nehme nochmal mein Design, sage okay, dann was ich damit machen will, diesmal will ich schneiden, dann muss ich noch kurz gucken, der Halbschnitt sollte aus sein, das passt und Schneidegeschwindigkeit kann man ein bisschen schneller machen. Schneidedruck auf Auto, passt wunderbar. Und so kann ich das noch rausschneiden. Und wenn er damit durch ist, könnt ihr die Matte auch schon rausnehmen. Jetzt hier wie immer, ne, umdrehen, die Matte lösen und nicht, also die Matte biegen und nicht das Papier biegen. Und das Ganze hängt jetzt hier immer noch dran, ne? Weil er schneidet jeweils so kleine also er macht das so, dass das immer noch dran hängt. Rein theoretisch, bei mir ist es jetzt so, dass der Schneidedruck nicht okay war. Muss ich das mal noch mit dem Automatikmesser, weiß ich jetzt für die anderen Sachen, dass ich da den Druck erhöhen muss. Macht das jetzt kurz mit der Schere, passt.
Mit der normalen Matte hat die Einstellung für dieses Papier eigentlich gut funktioniert. Das heißt, ihr müsst auch drauf gucken, dass ihr, wenn ihr die andere Matte habt, dass ihr da trotzdem kurz einen Testschnitt macht. So, und jetzt habe ich hier einfach ein paar Farben. Ich dachte, ich mache so einen Farbverlauf. Und dann brauche ich natürlich eine Nadel und so werde ich den Faden aufnehmen kurz und das einfach nähen. Das heißt, ich ziehe den Faden hier einfach auf. Am Ende mache ich einen ganz kleinen Knoten und dann gebe ich hier mit einem kleinen Kleberstreifen mache ich das fest. Das heißt, ich gehe hier jetzt von hinten, quasi komme ich hervor, ziehe den Faden raus. Bis hier quasi zum Knoten. Und den mache ich fest, natürlich so, dass ich nicht die anderen Löcher verdecke. So ist er jetzt festgemacht. Und jetzt kann ich hier ganz einfach eins rein. Also die 2 mm sind schon sehr eng beieinander. Ich glaube, ich mache das hier sogar so, dass ich den Faden nicht schließe. Das heißt, ich gehe einfach einmal hoch, einmal wieder runter und lasse eine kleine Lücke, weil die Punkte sind echt nah genug beieinander. Und das mache ich jetzt, das heißt, den Haar werde ich hier mit dem Rosa machen, dann hier diese Farbe und hier diese Farbe. Bin dann wieder bei euch, wenn ich das gemacht habe. Und wenn ihr damit durch seid, habt ihr hier diesen Schriftzug. Und eben hinten, ihr seht hier zum Beispiel beim Ausrufezeichen, ich habe einfach angefangen und als ich hier unten war, habe ich dann diesen Kreis unten gemacht und bin dann wieder hoch. Also, hat wunderbar funktioniert, ist eine Arbeit, die sich wunderbar eignet für vom Fernseher. Und jetzt können wir das eigentlich noch auf die Kartenbasis draufbringen. Noch ein kleiner Trick zu diesem Dimensional, also zu diesem Tape. Ihr könnt hier, der ist nicht von mir, ne? Den habe ich von jemandem von euch bekommen. Der ist super. Den finde ich absolut genial. Ne? Ihr habt ja das Thema, wenn ihr das jetzt mit der Schere durchschneidet, dann bleibt dieses Material an der Schere kleben. Was ihr machen könnt, ist ganz einfach ein Backtrennpapier drunter legen. Und das so abschneiden. Dann ist eure Schere absolut sauber und das klebt nicht am Backtrennpapier. Ich finde das einen Hammertrick und danke vielmals dafür. Gucken, wie die Karte aufgeht. Die geht so auf. Somit kann ich das hier schön mittig platzieren. So, und so haben wir eine super coole Karte mit dieser Stitchline genähter Linie quasi gemacht. Ich finde es mega. Und das geht eben nicht nur mit Schriften, sondern da könnt ihr auch irgendwelche andere Formen so machen. Und eben, wenn ihr den Abstand zwischen den Löchlein etwas größer macht, dann könnt ihr zum Beispiel auch ein Backstitch machen. Das heißt, dass dann die ganze Linie durchgezogen ist. Aber ich fand das jetzt für hier ganz cool mit diesen Abständen dazwischen. So, das war die Aufwärmübung, weil was ich euch heute eigentlich zeigen will, ist Pixel Art. Das heißt, wie ihr mit Kreuzstichen dann eine Karte gestalten könnt, aber da gehen wir jetzt wieder rüber auf den Canvas. Jetzt, wenn ich von Pixel Art spreche, was meine ich damit? Ich gehe hier kurz auf den Internetbrowser und da habe ich ganz einfach Vorlagen Pixelbilder eingegeben, bin auf die Bilder und da habt ihr ganz viele Vorlagen, die ihr so verwenden könntet. Ich fand das hier extrem cool und da habt ihr auch noch andere so Weihnachtsbilder. Das nehme ich auch. Das heißt, ich speichere das Bild auf meinem Schreibtisch, sage hier einfach Rudolf. Dann kann ich hier
das auf den Canvas rüberziehen. Das brauche ich schon wieder nicht mehr. Jetzt müssen wir den Canvas ein bisschen vorbereiten. Und zwar gehen wir hier auf die Zeichenfläche. Da sage ich Millimeter, ich sage Lineal einblenden, Mattenbild einblenden, Raster einblenden und am Raster ausrichten. Und die Rasterweite habe ich 3 mm, weil ich will Pixel von 3 mm mal 3 mm haben. Jetzt müssen wir hier ein bisschen reinzoomen. So, jetzt habe ich hier mein Bild. Das ist auch wunderbar, weil es schon quasi diese Vierecke angezeigt hat. Und das schiebe ich jetzt in die obere Ecke. Jetzt stimmt es hier nicht 100%ig überein. Jetzt muss ich noch ein bisschen kleiner machen, so dass sich wirklich die Vierecke vom Bild, dass die mit meinen Linien übereinstimmen. Ich mache hier kurz das am Raster ausrichten aus, weil dann kann ich das auch ein bisschen besser verschieben. Und das natürlich auf beiden Seiten, so dass diese Vierecke mit meinem Raster übereinstimmen. So, jetzt gehe ich auf die Ebenen und sperre das mal. Dann gehe ich hier wieder auf die Zeichenfläche und sage hier wieder am Raster ausrichten. Und eben wenn ihr größere Abstände haben möchtet, dann nehmt ihr 4 mm oder was auch immer ihr gerne haben möchtet. Das Bild sollte dann halt einfach nicht größer sein als eure Karte, ne? Ich bin hier auf der Linie und wenn ich jetzt irgendwo in der Nähe vom Raster, von dieser Überkreuzung draufklicke, wird der sich am bestehenden Raster, also auf meinem Arbeitsplatz, ausrichten. Das habe ich hier drüben und um die Linie zu schließen, einfach nochmal draufklicken. Das heißt, am Ende klickt ihr zweimal. So, jetzt machen wir die kurz grün, damit ihr das auch seht. Dann wieder eine Linie, das heißt, hier brauche ich ein Viereck und hier. Das Schöne ist, ich muss jetzt nicht die Vierecke zeichnen, sondern eigentlich nur die Linien, weil ich bekomme ja nachher durch das Paper Piercing hier überall dann einzelne Punkte und so habe ich dann auch wieder Vierecke. Im Moment vielleicht macht das nicht so viel Sinn. Ihr seht es dann nachher. I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing into the night sky, when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, I will let my guard down. I wanna laugh out loud, talk a little deeper, kiss a little harder. I wanna laugh out loud, talk a little deeper, kiss a little harder, love a little louder, love a little louder. We went to a small bar with neon lights, talked about everything that was on our minds. Talking to you gave me butterflies, then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy. So, jetzt seht ihr, dass ich überall diese grünen Linien habe. Und jetzt kann ich das Bild eigentlich auch schon die Sichtbarkeit wegnehmen. Dann habe ich hier mein Pixelbild. Das sieht jetzt gerade noch nicht ganz so aus. Wird noch, glaubt mir. So, jetzt wenn ich eine Linie nehme und der sage anstatt schneiden, will ich piercen.
Und das nicht bei 1,2, sondern bei 3 mm. Dann müsste ich eigentlich immer beim Schnittpunkt von meinem Raster einen Punkt haben. Aus irgendeinem Grund macht er das aber nicht genau so. Was jetzt schlecht, ne? Gut, er arbeitet auf die Größe nicht so genau, wie ich mir das gewünscht hätte, weil ich habe ein Raster von 3 mm. Diese Linie, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, ist 21 mm durch 3 gibt 7. Ich habe 7 Punkte, aber die liegen nicht auf meinem Raster. Komisch, aber nun ja. Jetzt machen wir hier einfach auf bei allen Piercen und sagen hier 3 mm. Ich muss da manuell teilweise noch ein bisschen anpassen. Hier waren es 2,8. Dann habe ich schön bei den Kreuzungen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hin und passe das noch ein bisschen an. So dass ich wirklich, dass die Punkte schön mit meinem Raster übereinstimmen. Es war ein bisschen komisch. Hier unten bei den langen musste ich 2,9 eingeben. Hier oben bei den kürzeren musste ich 2,8 eingeben. Ja, geht einfach darum, dass wirklich diese Punkte alle auf dem Schnittpunkt von eurem Raster liegen. So, und so können wir das Ganze jetzt markieren und das gruppieren. Also rechte Maustaste und gruppieren. Jetzt kümmere ich mich noch um den Rest der Karte und dafür nehme ich hier am Raster ausrichten raus. Das brauche ich so nicht mehr. Raster können wir stehen lassen, passt schon. Jetzt brauche ich eine Form für meine Auflegekarte. Ich mache eine Slimline-Karte und deshalb will ich hier, dass die Breite 20,5 cm, das heißt 205 mm und in der Höhe, meine Karte ist 9 cm in der Höhe, also muss es 8,5 sein, also sind es 85. So, jetzt. Und gleich wie bei der vorigen Karte will ich hier jetzt auch noch einen Versatz machen, nach innen diesmal. Hatte ich auch vorhin schon, ne? 5 mm nach innen, abschrägen, passt wunderbar, nehmen wir. Und hier sage ich eben auch wieder, dass es ein Piercen ist und da mache ich einen, also nehmen wir 3 mm Abstand. Hat vorhin wunderbar gepasst. So, jetzt müssen wir das Ganze noch ausrichten. Das heißt, ich markiere alle 3 und sage hier horizontal zentrieren und dann nehme ich dieses Bild hier, dieses hier, nehme ich noch ein bisschen rein. Wenn ihr mit der Pfeiltaste rüber geht, könnt ihr das verschieben. Wenn ihr zusätzlich die Shift-Taste drückt, dann geht das in größeren Schritten, was hilfreich ist. Und ich gucke hier einfach, dass ich denselben Abstand bis zur gepunkteten Linie habe. Und hier kommt dann mein Stempel drauf. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Design. Das werde ich natürlich speichern, weil die ganze Arbeit will man ja nicht immer wieder machen, sondern jetzt habe ich eine Vorlage, die ich wunderbar immer wieder verwenden kann. Jetzt kann ich das Ganze an meinen Plotter übergeben. Dann kann ich auch hier wieder meine Daten abrufen. Die haben wir, sagen wir okay. Dann sage ich zuerst eben auch wieder das Piercen. Hier. Und somit hat er nur noch die Außenlinie und das Bild, was ich gemacht habe. Dann verwende ich hier so einen Craft Cardstock, weil ich den für Weihnachtskarten super schön finde. Kann man das Ganze laden. Immer noch den Hebel auf der Seite muss auf der 2 stehen. Kann ich das laden. Und natürlich muss ich das Tool dann auch noch ändern. Und dann kann ich Start sagen.
dauert jetzt 5 Minuten, sind schon einige Punkte, die er machen muss. Wenn er durch ist, sagt er okay. Dann gehe ich wieder auf die Home-Taste, sage Daten abrufen, hole mein Design wieder, sage okay und diesmal sage ich schneiden, ne? Weil ich will jetzt noch den Rahmen ringsherum schneiden. Jetzt hatten wir vorhin, dass das nicht so gut funktioniert hat mit dieser Matte und dem Automatikmesser und deshalb, ich weiß normalerweise mit der normalen Matte, wie ich den Cardstock schneiden muss, aber hier scheinen wir andere Einstellungen zu brauchen und deshalb mache ich hier kurz einen Testschnitt. Und das Ganze muss ich jetzt natürlich irgendwo platzieren, dass es nicht in die Karte reinschneidet. Ich mache das hier kurz hier oben und sage Start. Ja, ich würde sagen ja. Somit können wir das Ganze schneiden. Ihr könnt es natürlich auch manuell ausschneiden, weil ihr seht ja, wo die Punkte sind und da könntet ihr einfach noch 0,25 cm dazugeben, dann wärt ihr auch bei der normalen Kartengröße. Und ihr seht jetzt, dass er immer wieder hoch und runter geht und das ist genau der Effekt. Er will, dass ich nachher das Ganze von dieser Matte lösen kann und deshalb schneidet er, lässt einen ganz kleinen Abstand, wo er nicht schneidet, schneidet wieder und so hängt es hier jetzt alles noch an diesem Papier dran. Ich zeige euch kurz, was ich meine. Das sind dann eben so kleine Stellen, damit das immer noch dran hängt. Das könnt ihr jetzt einfach lösen. Und jetzt, damit ich weiß, wo ich was nähen muss, ne, weil das sehe ich ja jetzt nicht, sondern ich habe überall quasi nur diese Punkte, habe ich das Bild nebendran, was ich abfotografiert habe, kurz und genauso nähe ich das jetzt. Und zwar jetzt diesmal eben Kreuzstiche. Und zwar fange ich hier jetzt einfach oben an. Das heißt, ich gehe hier ans erste Löchlein rein. Mache natürlich die Schnur fest. Und jetzt weiß ich, hier oben brauche ich ein Viereck, ne? Das ist das hier oben. Und hierbei, wenn ihr solche Kreuzstiche macht, dann guckt einfach drauf, dass ihr es gleichmäßig macht. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben anfange und hier runter gehe in die Ecke, dann werde ich das immer so machen. Das heißt, ich gehe immer von oben rechts nach unten links. Und dann von oben links nach unten rechts. Ne? Und so habe ich mein erstes Kreuzchen. Und jetzt gucke ich wirklich immer einfach hier drauf, wo brauche ich ein Kreuzchen. Und dieser Cardstock hier, das ist ein 230 Gramm. Trotzdem gucke ich natürlich, dass ich da nicht zu fest ziehe, damit ich diese Verbindung nicht aufreiße. Ne? So, jetzt haben wir hier oben 1, jetzt brauche ich 1, 2, 3. Und so habe ich schon meine zweite Linie. So, jetzt die nächste sind 2. Und so mache ich jetzt die schwarze Farbe durch. Das heißt, ich kontrolliere immer hier, wo ich stechen, also wo ich das Kreuzchen machen muss. Auch die Augen und der Mund. Und dann wechsle ich auf die nächste Farbe. Genau so mache ich das und bin wieder zurück, sobald ich das gemacht habe. Ich bin jetzt mal mit dem Schwarz durch. Ne? Die Augen, den Außenrahmen des Mundes, die beiden Geweihe. Und hinten sieht es ziemlich chaotisch aus. Das ist völlig okay. Na, von hinten sieht man es nachher nicht mehr. Ich habe hier ein Garn, was 4 Stränge hat. Ich habe das gekürzt auf, also ich habe einen Strang jeweils rausgezogen, damit ich nur noch 3 habe. Es würde sogar gehen mit 2 Strängen hier bei dem
Ihr müsst ein bisschen gucken, wie dick euer Garn ist. Ja, von dem her. Aber das war jetzt auch das dickste, was ich habe. Von jetzt sind es nur noch dünnere Garne. Die sollten eigentlich wunderbar passen. Das heißt, ich mache jetzt mit Rot weiter, respektive doch. Ich mache jetzt mit Rot weiter und bin dann bei euch zurück, wenn ich das alles gemacht habe. So, ich bin damit durch und das hat durchaus eine Weile gedauert. Hinten Chaos, ne? Aber das sieht dann keiner. Aber vorne, finde ich, sieht das schon extrem cool aus. Ich habe unterwegs auch gemerkt, dass es besser ist, wenn man nicht zuerst stickt, sondern hier zuerst den Stempel aufbringt. Deshalb habe ich da kurz gestoppt und den Stempel aufgebracht und dann das Bild noch fertig gemacht. Natürlich, es dauert eine Weile. Je mehr Pixel oder ihr von diesen Kreuzchen machen müsst, desto mehr oder desto länger dauert es. Eignet sich, wie gesagt, wunderbar für vom Fernseher, das so nebenbei zu machen. Und vom Garn her, also vom Papier her zuerst. Das Papier ist ein 230 Gramm Papier und ich würde auch nicht dünner gehen, weil ihr schon bei den Kreuzchen oder bei den Ecken an den meisten Stellen 4-mal reingeht. Ne? Von dem her muss das Ding schon halten und da auch nicht zu fest dran ziehen, sondern eher locker sticken. Und vom Ergebnis her, ihr seht das Schwarz, das ist ein bisschen dicker als der Rest. Und ich finde es eigentlich schön, wenn man die Kreuzchen auch wirklich sieht. Und deshalb hier auch noch der Tipp, ne, das Schwarz, ich hatte einfach gerade nichts anderes, deshalb habe ich hier dieses Garn verwendet. Der hat 4 Fäden, da habe ich einen rausgezogen, damit ich nur noch 3 habe. Aber trotzdem war es ein bisschen dick und das hat auch ein bisschen ausgefranst. Ich würde hier wirklich mit einem Qualitätsgarn gehen. Ich habe hier dieses Langgarn, mit dem hat es wunderbar funktioniert. Und da seht ihr auch den Unterschied von der Dicke her. Also das ist ein bisschen dünner und damit hat es wirklich besser funktioniert. So, jetzt können wir das Ganze noch auf die Karte aufbringen. Und hier müsst ihr auch wirklich mit etwas arbeiten, was dem Ganzen Dimension gibt, weil ihr hier schon eine ziemliche Höhe habt, ne? Und dann haben wir schon unsere fertige Karte. Wie gesagt, hier habe ich, also meine Slimline-Karten sind immer 21 cm in der Höhe, 18 cm in der Breite, gefalls bei 9 cm, so dass die Höhe 9 cm ist und die Auflagekarte mache ich immer einen halben Zentimeter kleiner. Das heißt, die ist dann 8,5 cm mal 20,5 cm. Und hier eben habe ich ja noch diese gepunktete Linie ringsherum gemacht. Und das Coole hier bei dem Design ist halt, wie zeige ich euch das am besten davon, es hat jetzt schon eine Dimension von der Seite auch. Und wenn man das so ein bisschen aus Distanz betrachtet, sieht man doch das oder erkennt man das Pixelbild. Wunderbar. Ne? Das war die eine und die erste Karte, die wir gemacht haben. Da arbeite ich bei den Karten, ist es jeweils 14,8 cm in der Höhe, 10,5 cm in der Breite. Das heißt, die ganze Seite ist 21 cm und dann bei 10,5 gefalzt. Und die Auflagekarte dann eben auch hier einen halben Zentimeter kleiner. Auch hier haben wir ringsherum diese gepunktete Linie und das Hey dann mit einer einfachen Sticklinie gemacht. Ne? Und das sind jetzt natürlich nur 2 Beispiele, ne, wie ihr dieses Paper Piercing Kit verwenden könnt, um Karten zu machen. Wie gesagt, ne, ihr habt laut der Packung gesehen, dass ihr eben auch nur ein Paper Piercing machen könnt. Müsst ihr gar nicht mit Sticken arbeiten.
Oder Andrea vom Kreativchalet hat auch ein super Video gemacht, wo sie gezeigt hat, wie sie damit ein Windlicht gemacht hat. Das empfehle ich euch auf jeden Fall auch anzugucken. Und ansonsten habt ihr sicher noch ganz viele Ideen, was ihr mit diesem Paper Piercing Kit machen könnt. Für mich war es das für heute. Das war das, was ich euch zeigen wollte, nämlich wie ihr eben dieses Paper Piercing Kit verwenden könnt, um auch Karten zu besticken. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und dass ihr Lust habt, das selber auch auszuprobieren und natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!